Herzlich willkommen, liebe Kollegen, zur ersten Pressekonferenz, zur ersten Spieltagspressekonferenz der Saison 2021-22. Ich begrüße unseren Trainer Marco Rose hier auf dem Podium und wir sprechen heute über das Pokalspiel der ersten Runde gegen den SV Wien Wiesbaden. Eure Fragen bitte. Wir beginnen mit Dirk Krampe. Ja, hallo zusammen. Herr Rose, die Vorbereitung war ohnehin sehr kompliziert. Jetzt gab es Anfang dieser Woche noch 2 positive Corona-Fälle. Können Sie mal beschreiben, wie das so in der Mannschaft angekommen ist und ob das jetzt auch nochmal ein Stimmungsdrücker sozusagen war vor dem Start? Ja, wir konnten uns ja auch grundsätzlich auf dieses Thema komplizierte Vorbereitung einstellen und deswegen hatten wir eigentlich insgesamt nie das Gefühl, dass es ein Problem für uns darstellt in irgendeiner Form. Wir wussten, was auf uns zukommt. Ich muss sagen, die Jungs haben unglaublich fleißig und gut mitgearbeitet. Die Jungs, die nach und nach dazugekommen sind, versuchen wir jetzt zu integrieren. Auch die sind sehr, sehr fleißig. Dementsprechend war die Stimmung während der ganzen Vorbereitung eigentlich immer fokussiert, gut und gespannt auf das, was da Neues dann auch sich entwickelt. Jetzt mit den 2 positiven Corona-Tests natürlich hinten raus nochmal verschärft sich die Personalsituation ein Stück weit, aber ich glaube, dass wir einen Kader haben, der groß genug ist und dass wir das auch auffangen werden, müssen wir ja auch, ganz klar, und dementsprechend versuchen wir uns damit auseinanderzusetzen, was wir beeinflussen können, unsere Leistung mit den gesunden Spielern, die wir haben, mit den fitten Spielern, die wir haben, und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wir machen weiter mit Bijan Jacobi für Sportlife. Ja, hallo Herr Rose. Ich habe mal eine Frage zur Abwehr, speziell zu Mats Hummels, Deniksel Zagadou, Emre Can und Rafael Guerreiro, die zuletzt alle ein wenig angeschlagen waren. Wie geht es denen jetzt? Konnten Sie schon am Mannschaftstraining teilnehmen und wie würden Sie den aktuellen Stand, den aktuellen Status der Abwehr jetzt derzeit bewerten? Ich glaube, dass wir, wenn ich jetzt vom aktuellen Status spreche, was die Form betrifft, jetzt gegen Bologna nochmal zu 0 gespielt haben. Haben gegen Bilbao 2 Standardgegentore bekommen. Davor in den beiden Testspielen die Halbzeit Bochum zu 0, Gießen zu 0. So viele Spiele hatten wir jetzt auch nicht. Ich glaube, dass die Jungs, die da sind, das bis hierhin sehr, sehr ordentlich gemacht haben. Und die Jungs, die uns fehlen, die werden uns auch am Wochenende fehlen. Mats habe ich heute Mittag gesprochen. Das wird besser. Aber ist natürlich noch nicht so weit, dass wir ihn jetzt schon am Platz haben. Wir hoffen, dass er zeitnah anfangen kann, dann auch zu laufen. Rafa und Emre waren gestern dann schon im Lauftraining, aber das wird natürlich für Samstag dann auch noch nicht reichen. Daxo Zagadou habe ich heute jetzt gerade eben noch im Kraftraum getroffen, ist auch sehr, sehr fleißig. Dort sind wir auch schon im Lauftraining, fühlt sich sehr, sehr ordentlich, aber natürlich alle noch ein Stück weit weg auch von einem Mannschaftstraining, das ist klar. Bedeutet, die Konstellation da hinten ist überschaubar, aber nochmal die Jungs, die da sind, die bis hierhin sich in eine gute Form gebracht haben, ob das Nico Schulz ist, ob das Felix ist, Papa, Manu macht einen guten Eindruck, hat gut gearbeitet im Urlaub. Lennart Meloni bis hierhin sehr, sehr ordentlich. Also wir werden eine Kette aufs Feld bringen und die wird auch gut verteidigen. Matthias Dersch für den Kicker. Ja, hallo Herr Rose, meine Frage geht auch so ein bisschen in Richtung der EM-Rückkehrer, die nicht angeschlagen zurückgekehrt sind. Wie weit sind die denn? Manu haben Sie gerade schon angesprochen. Was ist mit Axel Witsel, Torgan Hazard? Sind die schon Optionen fürs Wochenende? Ja, die Jungs trainieren jetzt seit letzten Samstag, war die erste Einheit im Trainingslager. Bis hierhin keine besonderen Vorkommnisse, machen das sehr ordentlich, erarbeiten sich ihre Form, sind alle im guten Zustand auch aus dem Urlaub gekommen, haben gut gearbeitet. Und das bedeutet schon, dass wir natürlich in unserer Konstellation dann auch schauen müssen, wen können wir möglicherweise auch schon ein bisschen eher ins kalte Wasser werfen. Natürlich nicht über 90 Minuten,
Aber Axel, eine außergewöhnliche Reha, die er da hingelegt hat, wenn man das beobachtet hat bei der EM, mehr oder weniger nach 2 Spielen aus dem Nix dann 3-mal über 90 Minuten ohne Probleme agiert. Torgen ist sowieso immer, glaube ich, relativ früh dann auch in einem guten Zustand. Und Jude ist 18. Jude trainiert zwar erst seit Montag mit, aber ich glaube, dem Jungen kann man dann schon auch was zutrauen und zumuten in dem Alter. Wir müssen einfach gucken, dass es nicht too much wird, aber es kann schon sein, dass der ein oder andere von den Jungs dann auch am Samstag eine Rolle spielen wird. Und wir machen weiter mit Jesko von Eichmann für Sky. Herr Rose, der Gegner Wien Wiesbaden, 3. Liga, voll im Saft, schon im Ligabetrieb. Macht das die Aufgabe doppelt schwer? Ja, sie macht es schwer, aber das ist klar, es ist Pokal, es wird ein Fight. Wiesbaden wird alles reinhauen. Ich glaube, ein großes Spiel für den Verein und möglicherweise wittern sie auch die Chance natürlich, uns irgendwo dort zu erwischen. Deswegen habe ich von Anfang an gesagt, dass wir jetzt die letzte Woche sehr, sehr aufmerksam sein müssen, dass wir gut vorbereitet sein müssen, dass wir uns darauf einstellen können, dass wir dort ein hohes Maß an Gegenwehr erleben werden. Die Mannschaft hat auch eine gewisse Physis, 3, 4 Spieler über 1,90, Standardsituation, Grundordnung. Ich kenne Rüdiger ganz gut, weil ich mit ihm Fußballlehre gemacht habe. Spielt eigentlich gerne 4-4-2, 4-2-3-1. Jetzt in den letzten Spielen immer wieder Dreierkette, 3-4-3, vielleicht auch dann in unterschiedlichen Varianten. Denke, dass wir da gut vorbereitet sein müssen, dass wir in erster Linie dagegen halten, aber dann natürlich auch ganz klar, wir sind Borussia Dortmund, die Favoritenrolle annehmen und als Titelverteidiger mit allem, was wir haben, dort dran arbeiten, dass wir eine Runde weiterkommen. Liebe Kollegen, tut mir bitte einen Gefallen, wenn ihr eine Frage habt, nutzt die Hand hoch-Taste. Oliver Müller hat das gemacht und der hat die nächste Frage für die Welt, bitte. Hallo Herr Rose. Solange die personelle Basis noch nicht gut ist, Sie vielleicht wichtige Alternativen noch nicht einsetzen können und solange vielleicht auch die Frische der Mannschaft, weil viele Spieler erst wenige Trainingseinheiten absolvieren konnten, noch nicht so da ist, wäre es dann ratsam, grundsätzlich etwas vorsichtiger zu agieren, also vielleicht abwartender zu spielen, eine tiefere Staffelung zu haben? Wie sind da so Ihre grundsätzlichen Überlegungen im Hinblick auf die kommenden Wochen? Wir wollen schon wir sein und wir haben uns jetzt in den paar Wochen was erarbeitet, für was wir stehen wollen. Und ich glaube, jetzt mit meiner Erfahrung als Trainer auch, dass du, wenn die Jungs dort einmal auf dem Weg sind, du sie nicht zurückhalten kannst und es auch ein Fehler wäre, in irgendeiner Form dort zu versuchen, sie tiefer aufzustellen oder dort auf Ankommen zu spielen, zu taktieren. Ich denke, dass wir uns wirklich eine Menge bis hierhin erarbeitet haben. Und jetzt müssen wir versuchen, das unter den Umständen, die wir im Moment vorfinden, das bestmöglich auf den Platz zu bringen. Und das ist eine gewisse Herausforderung, keine Frage. Wir werden Spieler haben, die nicht 90 Minuten durchspielen können. Aber nochmal von Anfang an, es war uns klar, wir wollen nicht jammern, wir wollen in die nächste Runde. Und dementsprechend brauchen wir eine Leistung am Samstag bei einem schwierigen Gegner in Wiesbaden. Marian Laske für die Funke Mediengruppe. Ja, hallo Herr Rose. Mich interessiert noch einmal Ihre persönliche Situation. Sie erleben ja Ihr erstes Pflichtspiel mit Borussia Dortmund. Klopft da schon das Herz ein bisschen stärker? Wie erleben Sie jetzt die letzten Tage? Ähnlich wie bei allen, glaube ich. Ich glaube, wenn du so 3-4 Wochen dann dabei bist, dann freust du dich endlich auch mal auf ein erstes Pflichtspiel. Eine Frage, die ich relativ häufig gestellt bekomme. Irgendwann machst du dein erstes Champions League als Spieler oder Trainer, dein erstes Bundesligaspiel, dein erstes Pokalspiel, dein erstes Viertelfinale in irgendeinem Wettbewerb. Grundsätzlich die Anspannung bei mir immer auf ähnlich hohem Niveau. Bedeutet, eine angenehme Grundnervosität sollte immer da sein. Aber vor allen Dingen natürlich mit
mit viel Vorfreude und dem Glauben, dass wir dort am Samstag ein gutes Spiel machen. Das ist so das, was mich gerade umtreibt. Kilian Gaffrey von der Bild. Ja, hallo Marco, du hast die Situation angesprochen mit der Abwehr und auch den Jungs Papadopoulos, Meloni, die sich zeigen konnten und jetzt reingeworfen wurden, auch in den Testspielen, die ihre Sache gut gemacht haben. Gibt es darüber hinaus Jungs, die aufgrund der angespannten Lage jetzt auch ihre Chance nutzen können, um bei dir in einem ersten Pflichtspiel oder möglicherweise dann auch auf den Hinblick Bundesliga-Auftakt gegen Frankfurt im Kader zu stehen und möglicherweise auch zu spielen? Gibt es da mehr als die beiden? Meinst du jetzt aus der U23, U19 oder? Genau. Ja. Also grundsätzlich, wenn du als Trainer neu zu einem Verein kommst, gehst du natürlich erstmal unvoreingenommen an alles ran. Du kennst natürlich die meisten Spieler, hast du schon mal spielen sehen. Aber das Schöne für die Jungs ist dann immer wieder, dass sich jeder zeigen kann und versuchen kann, das umzusetzen, was der Trainer möchte. Das haben viele Jungs sehr, sehr ordentlich hinbekommen. Wenn wir jetzt über unseren Unterbau reden, bin ich sehr froh, dass wir Punkt 1 hervorragende Trainer haben mit Enrico Maaßen und mit Mike, U19, U23, die Jungs wirklich sehr, sehr gut vorbereitet haben. Jeder, der gekommen ist, wenn wir mit der U19, U23 zusammen trainiert haben, dann war das Niveau immer sehr, sehr gut. Die U19-Spieler, die mit dem Trainingslager waren, haben echt Spaß gemacht. Die Jungs, die aus der U23 immer mit dazukommen, machen ihr Zeug. Und natürlich, Göcki ist jetzt die ganze Vorbereitung mit dabei gewesen. Gibt es Jungs, die wir möglicherweise dann auch am Samstag sehen. Also das wäre jetzt ein Beispiel. Ein paar andere Jungs kennen wir schon. Marco Paschalic, Tobi Raschel natürlich auch, den wir nach wie vor auf dem Schirm haben. Und wir sind natürlich ganz froh um die Konstellation und die gute Arbeit da im Nachwuchs. Matthias Dersch. Herr Rosa, eine Frage noch zu Mo Dahoud. Der hat in der vergangenen Woche seinen Vertrag verlängert. Wie nehmen Sie ihn wahr in den ersten Wochen und welche Rolle kann er bei Ihnen spielen? Auch mit Blick auf Führung vielleicht. Er ist ja mittlerweile nicht mehr ganz der Jüngste. Ja, wenn Mo führen will, dann darf er gerne führen, auf jeden Fall. Er hat die Fähigkeiten dazu und das ist immer das Wichtigste. Wenn du Führungsspieler sein willst, dann musst du guten Fußball spielen, du musst Leistung bringen. Darüber verschafft man sich Autorität und Vertrauen in der Mannschaft und das hat der Mo in der Vorbereitung sehr gut gemacht. Er hat eine klasse Vorbereitung gespielt. Ein toller Fußballer mit hoher individueller Qualität, der Bereitschaft fürs Team zu arbeiten, viel zu laufen. Macht Spaß mit Mo zu arbeiten, dazu ist er noch ein richtig guter Typ, lache gerne über ihn und mit ihm und alles andere liegt an ihm. Wenn du dann natürlich Führungsspieler sein möchtest, musst du auch den Mund aufmachen und musst Verantwortung übernehmen und wenn er das hinbekommt, dann kriegt er natürlich von uns allen die volle Unterstützung in dem Bereich. So, jetzt sehe ich für den Moment keine weiteren Fragen mehr, aber jetzt geht die Hand hoch. Dirk Krampe hat auch vor dieser Saison noch keine Hand-Hoch-Taste. Wir nehmen ihn trotzdem mal dran, bitteschön. Tschüss. Ja, irgendwie ist meine Zoom-Version, glaube ich, veraltet. Ich weiß es auch nicht. Sie haben relativ spät auch noch einen neuen Offensivspieler bekommen. Den haben wir jetzt im Testspiel noch gar nicht gesehen. Wie weit ist Daniel Mahlen? Wie sind so die ersten Eindrücke jetzt? Und vielleicht können Sie ja schon verraten, ob Sie ihn Samstag mal reinwerfen. Man kann davon ausgehen, dass Donny dabei ist. Ich glaube, dass die 1,5 Wochen bei uns ihm jetzt schon sehr gut getan haben. Ich glaube, dass wir da noch ein bisschen Nachholbedarf hatten und haben, was so die grundsätzliche Fitness betrifft. Aber man hat relativ schnell gesehen, was das für ein hervorragender Fußballer ist, was er für Fähigkeiten hat im Training. Und jetzt schauen wir einfach, dass wir ihn dann nach und nach natürlich auch in den Spielbetrieb integrieren und seine Fähigkeiten dann auch nutzen, aber ich denke schon, dass man davon ausgehen darf, dass Donny am Samstag dann auch eine Option sein kann. So, und jetzt weiß ich nicht, ob ich die fragende Geste von Daniela Müllenborn auch als Frage identifizieren darf. Wenn es so ist, sie lacht, dann legen wir los. Bitte schön, Daniela. Ich habe auch eine richtige Hand. Ich finde nämlich die andere nicht. Eine Frage, Sie haben eben die Favoritenrolle ja schon angesprochen.
dass der BVB jetzt auch als Titelverteidiger da ins Rennen geht. Macht das nochmal zusätzlich was mit dem Selbstverständnis? Es wäre cool, wenn es so wäre. Das muss ich klar sagen. Wenn du den Titel gewonnen hast, dann sollte das Lust auf mehr machen. Die Jungs haben vor nicht allzu langer Zeit das Gefühl gehabt, das Ding in den Himmel zu recken. Auch wenn keine Zuschauer im Stadion sein konnten, ist es trotzdem, denke ich, was Außergewöhnliches, was Besonderes, so einen Titel zu gewinnen. Und das macht mit dir natürlich was als Mannschaft. Jetzt haben wir ein paar Tage dazwischen. Und der alte Titel ist zwar noch hier in Dortmund, aber es bringt dir nichts mehr, darüber zu reden, zu erzählen, wenn du nicht umsetzt, wenn du nicht die Gier mitnimmst, den Willen, die Bereitschaft, es wieder schaffen zu wollen. Und da gibt es halt eine Menge Mannschaften, die dieses Gefühl für sich auch beanspruchen. Und dementsprechend musst du vom ersten Spieltag im DFB-Pokal an da sein und bereit sein, deinen Titel dann auch zu verteidigen. Das Gefühl gerne mitnehmen, aber nochmal, es geht von Null los und da sind wir in der ersten Runde. In die Runde schaue ich auch jetzt nochmal. Aha, Dirk Krampe, bitteschön. Ja, ich habe noch eine Frage zu den Torhütern. Sie haben sich relativ früher festgelegt auf Gregor Kobel als neue Nummer 1. Wer wird denn auf der Bank sitzen und wie sehen Sie generell die Situation, dass es für Roman Bürki ja jetzt noch bislang keinen neuen Verein gegeben hat? Also erstmal muss ich sagen, großes Kompliment an die Torhüter, wie sie insgesamt so in der Vorbereitung die Situation gemeinsam gemeistert haben. Sehr, sehr entspannt, leistungsbereit. Roman hat hervorragend gearbeitet. Während der Vorbereitung. Natürlich ist die Konstellation mit 3 hervorragenden Torhütern, Drille hinten dran, noch ein Jungen, der auch Leistung gebracht hat in der Vorbereitung, speziell. Aber die Jungs machen es Matze und mir auch leicht. Natürlich wissen wir alle, wenn wir einen Gregor Kobel holen, dass wir ihn als Nummer 1 hierher geholt haben und trotzdem ist das nicht in Stein gemeißelt, sondern Gregor muss sich beweisen, Gregor muss sich zeigen, wird am Samstag in Wiesbaden anfangen. Er muss zeigen, dass er das Trikot von Borussia Dortmund, dass es nicht zu schwer ist und die anderen Jungs machen von hinten Druck, arbeiten fleißig. Und wenn sich irgendwo Dinge auftun, ergeben, Gespräche stattfinden, dann werden wir mit den Jungs gemeinsam die Gespräche suchen und euch danach dann auch informieren. Aber insgesamt sind wir mit der Konstellation bis hierhin sehr einverstanden und spüren auch, dass jeder von den Jungs die Bereitschaft hat, Leistung zu bringen. So, die letzten beiden Fragen bitte. Die erste kommt von Jesko von Eichmann. Herr Rose, gibt es irgendein DFB-Pokalerlebnis, was sich bei Ihnen so eingebrannt hat, wo Sie sagen, boah, immer wenn ich an DFB-Pokal denke, dann muss ich daran denken, vielleicht was aus der eigenen Karriere, aus der Trainerkarriere, irgendwas? Ja, mehr als Viertelfinale Achtelfinale, glaube ich sogar. Viertelfinale einmal mit Mainz. War bis jetzt nicht drin. Ich habe mal in Velbert einen Elfmeter verschossen und wir sind ausgeschieden. Durfte vor 2 Jahren in Dortmund die letzten 2 Minuten nicht mehr am Feld miterleben, weil ich rot bekommen habe. Also so spannend ist meine Geschichte jetzt bis hierhin nicht. Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir eine gute Geschichte gemeinsam schreiben. Als Verein, als Mannschaft natürlich und als Titelverteidiger. Und Matthias Dersch macht den Abschluss. Ja, eine technische Frage. Sind die aktuellen Testungen, die Ergebnisse denn schon da? Kann heute normal trainiert werden? Kann ich gerne beantworten, Matthias. So schnell sind wir nicht. Testungen waren heute Morgen. Die werden irgendwann heute im Laufe des Tages kommen. In diesem speziellen Fall werden wir es euch auch wissen lassen, wenn es soweit ist. Ja, das als kurze Info. Aber so schnell geht's nicht. Ja, vielen, vielen Dank an die Runde. Viele Fußballfragen, wenig Nebengeräusche. Cool. Ich wünsche euch eine gute Anreise zum Spiel und bis die Tage. Tschüss.